Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns, Heiliger Geist, Atem Gottes komm. Komm, du Geist, durchdringe uns, komm, du Geist, kehr bei uns ein, komm, du Geist, belebe uns, wir sehnen dich. Atme in uns.
Was schon voll ist, das und deinen Namen. In deinem Namen wollen wir den Weg gemeinsam gehen mit dir. Du bist unsere Mitte, bist unsere Kraft. Namen preisen wir und danken dir. Du bist unsere Mitte, die Einheit schafft. Liebst, so wollen wir einander lieben. Herr, so wie du verzeihst, so wollen wir verzeihen. Und deinen Namen wollen wir den Weg gemeinsam gehen mit dir. Du bist unsere Mitte, bist unsere Kraft. Stärkst, so wollen wir einander stärken. Herr, so wie du vertraust, so wollen wir vertrauen. In deinem Namen wollen wir den Weg gemeinsam gehen mit dir. Du bist unsere Mitte, bist unsere Kraft. Und deinen Namen preisen wir und loben dich und danken dir. Du bist unsere Mitte, die Einheit schafft.
Yes, it's really. I mean, it sounds great. I really love the sound. Yeah, it's really fantastic. But yeah, the problem was this one was not properly working. In deinem Namen wollen wir den Weg gemeinsam gehen mit dir. Du bist unsere Mitte, bist unsere Kraft. Und deinen Namen preisen wir und loben dich und danken dir.
gemeinsam gehen mit dir. Du bist unsere Mitte, bist unsere Kraft. Und deinen Namen preisen wir und loben dich und danken dir. Du bist unsere Mitte, die Einheit schafft. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Und mit deinem Geiste. Ich begrüße alle, die per Internet verbundenen Livestream mit uns in leicht größerer Stärke mit uns feiern. Diesmal war die kleine Verspätung, für die ich mich entschuldige, nicht an technischen Problemen gelegen, sondern wegen einiger Gespräche vor der Kirche mit Leuten, die kommen, wo ich geklärt habe, ob sie dann zur Freiluftmesse am Nachmittag, es ist auch eine große Freude, dass ab jetzt möglich sein wird, auch so zu feiern, kommen. Es ist längst nicht aus, was uns die letzten Monate begleitet hat, manche Schwierigkeiten, Herausforderungen. Mit diesen wenden wir uns an den Herrn. Manche Personen haben Angst, an einer Krankheit zu sterben. Andere bangen sich ihrem Lebensunterhalt. Herr Jesus Christus, dein Leben und deine Auferstehung geben uns alle Hoffnung angesichts des Todes oder einer ungewissen Zukunft. Bless the Lord, my soul, and bless His holy name. Bless the Lord, my soul. He rescues me from death. Durch vermehrte Arbeit zu Hause, sowie auch reduzierte sozialen Ausflugsmöglichkeiten, verbringen viele von uns mehr Zeit mit Angehörigen, Mitbewohnern. Und manchmal kommt es dabei zum Streit. Herr Jesus Christus, du bist für uns alle unsere Versöhnung und unser Heil. Bless the Lord, my soul, and bless His holy name. Bless the Lord, my soul. He rescues me from death. Durch Schul- und Betriebsschließungen und Umstellungen sind Familien und Arbeitnehmer vor besondere Herausforderungen gestellt. Manchmal ist es schwer, den richtigen Weg zu erkennen. Herr Jesus Christus, du bist Licht für uns alle. Bless the Lord, my soul, and bless His holy name. Bless the Lord, my soul. He rescues me
Der Herr sei bei uns in diesen Tagen. Er gehe mit uns unseren Weg. Befreie uns von Sünde und Schuld, damit wir mit reinen und frohen Herzen diese Feier begehen. Amen. Ehre sei Gott in der Höhe. Gloria, Gloria, lob ich dich, mehr noch mein Herz als meine Stimme. Gloria, Gloria, lob ich dich, Ehre sei dir, mein Gott. Gloria, Gloria, du bist da, in unserer Not kommst du zur Hilfe. Gloria, Gloria, du bist da und willst uns Friede sein. Heilig bist du, wir loben dich. Heilig bist du, wir preisen dich. Gloria, Gloria, groß bist du. Liebe wird stark in deiner Nähe. Gloria, Gloria, groß bist du. Wie birgt uns deine Hand? Gloria, Gloria, lob ich dich, mehr noch mein Herz als meine Stimme. Gloria, Gloria, lob ich dich, Ehre sei dir, mein Gott. Lasset uns beten. Herr und Gott, lass uns die österliche Zeit in herzlicher Freude begehen und die Auferstehung unseres Herrn preisen, damit das Ostergeheimnis, das wir in diesen 50 Tagen feiern, unser ganzes Leben prägt und verwandelt. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in aller Ewigkeit. Amen. Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen kam Philippus in die Hauptstadt Samariens hinab und verkündete dort Christus. Und die Menge achtete einmütig auf die Worte des Philippus. Sie hörten zu und sahen die Zeichen, die er tat. Denn aus vielen Besessenen fuhren unter lautem Geschrei die unreinen Geister aus. Auch viele Lahme und Verkrüppelte wurden geheilt. So herrschte große Freude in jener Stadt. Als die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samarien das Wort Gottes angenommen hatte, schickten sie Petrus und Johannes dorthin. Diese zogen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch auf keinen von ihnen herabgekommen. Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott dem Herrn. Halleluja, 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 Halleluja. Stehet auf und preiset den Herrn, stehet auf und preiset den Herrn. Er ist König, König über alle Welt. Halleluja, 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 Halleluja,
Wir haben wieder auf unserem YouTube-Kanal ein Evangelium für Kinder erzählt und dargestellt. Ich lade auch die Familien dann für das Evangelium dazu zu schalten. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Evangelium Jesu Christi nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Nur noch kurze Zeit, und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe und auch ihr leben werdet. In jenem Tag werdet ihr erkennen: Ich bin in meinem Vater, ihr seid in mir, ich bin in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden, und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Halleluja, 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 Halleluja. Steht auf und preiset dem Herrn, steht auf und preiset dem Herrn. Er ist König, König über alle Welt. Halleluja, 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 Halleluja. Mit meinen Brüdern und mir ist es immer wieder passiert, dass, ohne dass wir überhaupt etwas abgesprochen hatten, sehr ähnlich oder die gleichen Gedanken gleichzeitig durch den Kopf gingen, so als ob eine Gedankenübertragung stattfinden würde. Wir setzen uns gemütlich und beachten den Himmel und 5 Minuten lang gleich gehen Gedanken im Kopf und Sekunden genau, dann wollen wir genau das Gleiche sagen. Es wäre super, wenn wir dann dieses Spiel machen oder dorthin gehen. Oder eine Anmerkung zu den Wolken oder Vögeln. Solche Erfahrungen machen auch immer wieder Ehepaare, Liebespaare, können Gedanken am Gesicht der anderen ablesen. Und auch hier geschieht eine empfangende und gebende Übertragung von Gedanken, Gefühlen und sogar Gesichtsausdrücken. Mit vielen Jahren passiert es gar nicht so selten, dass sie auch ähnlich ausschauen. Besonders glückliche Liebespaare, die lang zusammen sind. Das wurde auch von manchen sehr wissenschaftlichen Studien auch belegt, dass das tatsächlich stimmt. Man hat Vermutungen, wie das passieren könnte. Eine genaue Erklärung gibt es vielleicht nicht. Gewiss ist aber, dass Freundschaft und Liebe solcher Verbindungen wirken. Sie lassen uns hineinleben in ein Gegenüber
Lass uns mit den Augen von anderen sehen. Und so ist die Weisheit selbst Frucht der Liebe, die uns die Welt sehen lässt, wie Gott sie sieht. Wenn ihr mich liebt, sagt Jesus, dann werdet ihr den Beistand, den Geist der Wahrheit empfangen. Nicht, weil Jesus so geizig ist und nur wenigen den Geist verteilen möchte, sondern weil es die Liebe ist, die Empfangsbereitschaft und Offenheit für diesen Geist der Wahrheit herstellt. Und so ist auch dieser versprochene Geist, der die Kirche in die Wahrheit führen wird, nicht Besitz der Kirche als eine hierarchische Organisation, sondern lebt in Mitgliedern der Kirche, in uns, in dem Maß, dass wir Gott und den Nächsten lieben. Aus dieser Weisheit heraus, der Weisheit Gottes, ist auch unsere Aufgabe als Christen, in den Herausforderungen dieser Zeit und der kommenden Zeit die Welt zu deuten im Licht dieses Geistes. Unser Beitrag als Kirche ist es nicht, das medizinische, hygienische, Sicherheitsnotwendige zu bestimmen, sondern die Welt und auf die Menschen mit dem liebenden Blick Gottes zu schauen. Und die letzten Monate mit allen ihren Umstellungen und wo auch kirchliches Leben als Leben einer Organisation sehr eingeschränkt war, gaben uns Anlass, diesen Aspekt der Kirche mehr zu schätzen, fördern. Abseits der sakramentalen, hierarchischen Struktur der Kirche, Gottesdienst in Form der gelebten Nächstenliebe, in der Gestalt des Gebets zu Hause zu vertiefen oder vielleicht gar neu zu entdecken. Ich bin auch sehr froh und dankbar über und für die vielen Initiativen in diesen Bereichen. Das dürfen wir auch mitnehmen, wenn es jetzt wieder möglich ist, unter gewissen Einschränkungen gemeinsam das Sakrament der Eucharistie zu feiern. Glaube, Hoffnung, Liebe zu stärken in der realen und sichtbaren Gemeinschaft der Kirche. Aufgrund der ziemlich starken Eingrenzungen im kirchlichen Raum feiern wir jetzt heute noch mit euch allen verbunden über Livestream. Und weil es sehr kurzfristig bekannt gegeben wurde, dass bei einer Feldmesse keine Teilnehmerbegrenzung gibt und dass es möglich ab jetzt sein wird, dass wir alle zusammenkommen. Heute wird es trotzdem dann um 15 Uhr, wie vorgestern dann verlautbart, ein Gottesdienst noch vor der Kirche stattfinden. Und am Christi Himmelfahrt, unsere Hauptmesse um 10 Uhr, wird vor der Kirche sein, wo alle auch ohne Anmeldung kommen dürfen können. Und am Sonntag, kommenden Sonntag auch. Aber ich mutige auch dazu, wo feierliches und kirchliches Leben, wie wir es gewohnt waren, langsam wieder oder schneller wieder in Gang kommt, weiterhin diese Kirche Form der Achtsamkeit, der Aufmerksamkeit füreinander, Form des Gebets im eigenen Haushalt weiterhin zu pflegen, zu fördern. Denn auch die Eucharistie
Da ist kein Zaubermittel, der unabhängig von uns oder unsere Einstellungen dazu, unseren Glauben, unsere Liebe wirken würde, sondern genau in dem Maße, dass wir auch die Sehnsucht nach Jesus haben, die Sehnsucht, seine Liebe aufzunehmen und in dieser Welt zu verbreiten. In dem Maße ist dann auch dieses Sakrament wirksam. Es ist meine Hoffnung, meine Zuversicht, dass wir dann auch diese beiden Aspekte, Hauskirche und die jeweils persönliche Beziehung zu Jesus, weiterhin ganz gezielt pflegen und diese dann noch in der großen Gemeinschaft auch miteinander feiern. Amen. Bekennen wir miteinander unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Am Abend vor seinem Leiden hat Jesus Christus seinen Jüngern und allen, die an ihn glauben, seine bleibende Gegenwart und den Heiligen Geist verheißen. Wir rufen zu ihm. Herr Jesus Christus, wir beten für alle Eltern und ihre Kinder, die durch die aktuelle Situation physisch, psychisch und existenziell stark belastet sind. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr Jesus Christus, wir beten für die Pflegekräfte und alle, die sich in den Krankenhäusern, Altenheimen und Pflegeeinrichtungen für das Wohl der ihnen anvertrauten Menschen einsetzen. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr Jesus Christus, wir beten für jene Männer und Frauen, die infolge der Corona-Pandemie von Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit betroffen sind, für Unternehmerinnen und Unternehmer, die ihre Betriebe aufgeben müssen. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr Jesus Christus, wir beten für alle Christinnen und Christen, die anderen ein Vorbild sind, für jene, die in dieser Zeit ihren Glauben in Freude und Entschiedenheit bezeugen, für alle Menschen, die wegen ihres Glaubens angefeindet oder verfolgt werden. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr Jesus Christus, wir beten für deine Kirche, damit sie gestärkt aus der gegenwärtigen Situation hervorgeht. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr Jesus Christus, wir beten für die Politiker, ihre Berater und Experten, damit sie ihre Entscheidungen zum Wohle aller treffen. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr Jesus Christus, wir beten für alle Menschen, die an einer schweren Krankheit leiden und deren Leben dadurch bedroht ist. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr Jesus Christus, wir beten für unsere verstorbenen Angehörigen. Schenke ihnen ewigen Frieden und Freude in deinem himmlischen Reich.
Wir bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, du sendest deinen Geist des Trostes und der Zuversicht allen, die dich darum bitten. Darum danken wir dir, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns, Heiliger Geist, Atem Gottes komm. Komm, du Geist, durchdringe uns, komm, du Geist, kehr bei uns ein, komm, du Geist, belebe uns, wir sehnen dich. Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns, Heiliger Geist, Atem Gottes komm. Komm, du Geist der Heiligkeit, komm, du Geist der Wahrheit, komm, du Geist der Liebe, wir sehnen dich. Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns, Heiliger Geist, Atem Gottes komm. Komm, du Geist, mach du uns eins, komm, du Geist, erfülle uns, komm, du Geist, und schaff uns neu, wir ersehnen dich. Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns, Heiliger Geist, Atem Gottes komm. Lasset uns beten. Herr und Gott, lass unser Gebet zu dir aufsteigen und nimm unsere Gaben an. Reinige uns durch deine Gnade, damit wir fähig werden, das Sakrament deiner großen Liebe zu empfangen. Darum bitten wir, durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste, Erhebet die Herzen. wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, in diesen Tagen freudig zu danken, der unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Das Alte ist vergangen, die gefallene Welt erlöst, das Leben in Christus erneuert. Darum preisen wir dich in österlicher Freude und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Singt dem Herrn, denn heilig ist er, unser Gott. Singt dem Herrn, denn heilig ist er, unser Gott. Und Erde und Himmel sind erfüllt von seiner Herrlichkeit. Singt dem Herrn, denn heilig ist er, unser Gott. Singt dem Herrn, denn heilig ist er, unser Gott. Und Erde und Himmel sind erfüllt von seiner Herrlichkeit. Ja, hochgelobt sein Herr, der kommt, Hosanna in der Höhe. Er kommt im Namen unseres Herrn, Hosanna in der Höhe. Singt dem Herrn, denn heilig ist er, unser Gott. Singt dem Herrn, denn heilig ist er, unser Gott. Und Erde und Himmel sind erfüllt von seiner Herrlichkeit. Singt dem Herrn, denn heilig ist er, unser Gott. Singt dem Herrn, denn heilig ist er, unser
Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Hier verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenk uns Anteil in Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deine Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Christoph und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen, und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unsere Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen, von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es. Darum beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger, sprach den Friedensgruß. Darum bitten wir ihn. Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Geben wir ein Zeichen des Friedens, wenn wir jetzt allein mitfeiert, lade ich dann wieder ein, jemanden
eine Friedensnachricht zu schicken oder ganz kurz anzurufen. Lamm Gottes, Du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Erbarme dich unser. Lamm Gottes, Du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Erbarme dich unser. Lamm Gottes, Du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Gib uns deinen Frieden. seht das Lamm Gottes. Es nimmt hinweg die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. So spricht der Herr: Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, damit er immer bei euch bleibt. Halleluja. Jesus, auch wenn es nicht möglich ist, dich jetzt im Sakrament zu empfangen, bist du bei uns, mit deinem Leben, mit deiner Kraft, mit deiner Liebe. Fühle uns, stärke uns. Lass uns deine Liebe, die Liebe des Vaters spüren. Jesus, du bist mit mir am Abend, du bist mit mir am Morgen. Und ganz besonders jetzt, in diesem Moment, spüre ich deine Nähe. Wachse in mir, in meinem Geist, in meinem Herzen, in meiner Vorstellung, in meinen Sinnen. Wachse in mir, in deiner Liebe, in deinem Licht, in deinem Frieden, mit deiner Gnade. Wachse in mir.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast uns durch die Auferstehung Christi neu geschaffen für das ewige Leben. Fülle uns mit der Kraft dieser heilbringenden Speise, damit das österliche Geheimnis in uns reiche Frucht bringt. Darum bitten wir, durch Christus, unseren Herrn. Amen. Einige Belaubbarungen für die kommende Zeit. Heute ist, wie gesagt, eine Messe vor der Kirche um 15 Uhr, ohne Teilnehmerzahlbeschränkungen. Am Abend ist jetzt keine Messe. Und die Abendmesse werden wir erst feiern, wenn wir klären, wie wir genügende Leute unterbringen, ohne dann die Hälfte fernhalten zu müssen oder wegschicken zu müssen. Vielleicht geht es eine Übertragung in den Pfarrsaal, wo man doppelt so viele Leute haben werden. Derzeit noch keine Sonntags- und Feiertagsabendmessen. Christi Himmelfahrt ist eine Messe um 8 Uhr in der Kirche für Menschen, die zur Risikogruppe gehören oder die mit solchen wohnen und sich selbst auch stärker von Kontakten isolieren, um ihre Angehörigen zu schützen. Um 10 Uhr Christi Himmelfahrt ist unsere Gemeindenhauptmesse vor der Kirche. Da freue ich mich auf eine große Teilnahme, dass wir alle dann miteinander als Gemeinde und Gemeinschaft feiern können. Ebenso am Sonntag eine Messe um 8 Uhr für Menschen der Risikogruppe in der Kirche und um 10 Uhr vor der Kirche wieder herzliche Einladungen, alle damit zu feiern. Darüber hinaus geben wir dann noch bekannt über Homepage und Verlautbarungen. Manches entwickelt sich, Maßnahmen und Vorschriften ändern sich in Wochentakt oder so derzeit. Ist es auch möglich, dass sonstige feierliche Gruppen sich in der Pfarre treffen können unter bestimmten Auflagen. Wer für eine Gruppe verantwortlich ist, dann meldet sich dann bei mir oder im Pfarrbüro. Danke auch allen, die heute dann die Dienste getan haben und auch dafür gesorgt haben, dass die Verbindung mit den verschiedenen Wohnungen und Häusern über Internet möglich ist. Der Herr sei mit euch. Und mit Deinem deinem Geiste. Und so segne euch der Allmächtige, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Bleibt in Gottes Frieden und seiner Freude. Dank sei Gott dem Herrn. Geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen, geh in seinem Frieden, was auch immer du tust. Geh unter der Gnade, hör auf Gottes Worte, bleib in seiner Nähe, ob du wachst oder ruhst. Alte Stunden, alte Tage, lässt du zögern
Land nur zurück. Wohlvertraut wie alte Kleider sind sie dir durch Leid und Glück. Geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen, geh in seinem Frieden, was auch immer du tust. Geh unter der Gnade.